Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein leckeres Rezept für einen Kartoffelauflauf mit Hähnchen und Paprika. Dafür als erstes eine große Zwiebel abziehen und in feine Streifen schneiden. Außerdem eine rote Paprika waschen, entkernen, dann ebenfalls in Streifen oder mundgerechte Stücke schneiden. Und wenn das erledigt ist, eine große Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen, Zwiebeln und Paprika in die Pfanne geben und für 2 bis 3 Minuten bei mittlerer Hitze glasig darin anbraten. Währenddessen kümmern wir uns um die restlichen Vorbereitungen. Für die Soße einen hohen Mixbecher hernehmen, 1 bis 2 Knoblauchzehen und 150 Gramm marinierte oder in Öl eingelegte getrocknete Tomaten hineingeben. Außerdem 300 Milliliter Milch sowie 200 Milliliter Sahne dazu gießen, alles mit einem Pürierstab durchmixen und so lange weitermixen, bis eine cremige Soße daraus entstanden ist. Als nächstes kümmern wir uns noch um die Kartoffeln. Ich habe hier 1 Kilogramm vorwiegend festkochende Kartoffeln, zunächst geschält, jetzt mit einem Messer in Stücke schneiden und wenn das erledigt ist, die Kartoffelwürfel einfach mit in die Pfanne geben, die vorbereitete Soße dazu gießen, alles einmal gut miteinander verrühren, dann mit Salz und frisch gemahlenem Pfeffer abschmecken, das Ganze zum Kochen bringen und mit geschlossenem Deckel für etwa 7 bis 8 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln lassen. Währenddessen könnt ihr schon mal den Backofen vorheizen, dann eine große Auflaufform hernehmen, 600 Gramm Hähnchenbrust in der Auflaufform verteilen. Ich habe das Fleisch einmal halbiert, ihr könnt die Hähnchenbrüste aber auch im Ganzen in die Auflaufform legen, dann mit Salz und Pfeffer würzen, danach kommt die heiße Kartoffelmasse über die Hähnchen, gleichmäßig in der Auflaufform verteilen. Und danach fehlt nur noch geriebener Käse. Ich habe insgesamt ca. 150 Gramm geriebenen Gouda verwendet. Über den Kartoffeln verteilen und so geht der Auflauf für ca. 25 Minuten in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze, bis der Käse geschmolzen ist und alles eine schöne goldbraune Farbe angenommen hat. Den fertigen Kartoffel-Hähnchenauflauf anschließend aus dem Ofen holen. So sieht der fertige Auflauf dann aus. Jetzt auf Tellern verteilen, mit gehackter Petersilie garnieren und servieren. Danach wünsche ich euch einen guten Appetit, viel Spaß beim Nachkochen, bis zum nächsten Mal.